substitutes the definite article describing a terrorist act with the indefinite article. In other words, a the replaced by an a. Let me say that the reason for this amendment is that the government has received specific intelligence and police information this week which gives cause for serious concern about a potential terrorist threat. All the detail of this information has been provided by me and the Attorney-General to the Leader of the Opposition and to the Shadow Minister for Homeland Security. The government is satisfied on the advice provided to it that the immediate passage of this amendment would strengthen the capacity of the law enforcement agencies to effectively respond to this threat. You will understand that there are sensitive operational matters and I cannot and will not go into any further detail. John Howards Antiterrorgesetze wurden förmlich durch das Parlament gepeitscht. 17 Personen wurden bei Razzien in Sydney und Melbourne verhaftet. Fahim Khalid Lodi war der Einzige, der verurteilt wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass es bereits vor den Attentaten von Bali Gesetze gab, welche jede denkbare Form von Terroranschlägen, sei es Unterstützen, Finanzieren oder direktes Planen, strafbar machten. Das Ersetzen des Artikels der mit einem ein ist zwar unscheinbar, aber es stellt den ganzen Ablauf und das Gesetz in Australien auf den Kopf. Der Terrorakt wird zu einem Terrorakt und dementsprechend kann die Strafverfolgung erfolgen, ohne überhaupt ein handfestes Indiz für ein Verbrechen ausgemacht zu haben. Inzwischen kann eine beliebige Verbindung zu einem potenziellen Verbrechen mit lebenslanger Haft umgesetzt werden. Wenn du Geld für eine andere Person sammelst, direkt oder indirekt, und die andere Person leichtsinnig das Geld für irgendetwas benutzt, was dann bei einem Terrorakt Verwendung findet, kannst du lebenslänglich bekommen. Selbst wenn ein Terrorakt nicht wirklich passiert. Individuen können nun für Dinge belangt werden, wenn diese zu einem Verbrechen in Verbindung stehen, dessen Ausführung noch überhaupt nicht geschehen ist. Der 34-jährige Fahim Lodi wurde nach seiner Inhaftierung, nachdem die radikale Präventivgesetzgebung durch das Parlament durchgedrückt wurde, verurteilt. Lodi war 3 Monate lang inhaftiert. In der Zeit setzte die Regierung die neuen Gesetze um und suchte Beweise, um ihre Behauptungen zu untermauern. Während all dieser Zeit blieb Lodi in Einzelhaft. Die Bundespolizei war gezwungen, ihre Anschuldigungen gegen Lodi, und zwar Rekrutierung für eine Terrororganisation, fallen zu lassen. Er wurde verurteilt, einen Angriff auf Australiens Infrastruktur geplant zu haben. Die Howard-Regierung ordnete eine eidesstattliche Erklärung aufgrund von nationaler Sicherheit an, was eine nicht öffentliche Sitzung ermöglichte. Der Zugang zu den Beweisen für einen Terrorakt wurde der Öffentlichkeit, den Medien und sogar dem Beschuldigten selbst und seinem Anwalt verwehrt. Lodi wurde wegen dem Versuch der Zerstörung des australischen Hochspannungsnetzes in 3 Fällen verurteilt. Lodi wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er eine Karte des australischen Hochspannungsnetzes hatte. Lebenslang für das Suchen nach den Preisen von Chemikalien, 15 Jahre für den Besitz eines Dokuments, worauf Informationen von Herstellern für unter anderem giftige Substanzen draufstanden. Das waren 15 Seiten mit Notizen über Gift und Sprengstoff, welche Jahre zuvor von einer Internetseite kopiert wurden. Lodi sagte, dass er die Seiten für sein Architekturstudium nutzte. Er hat laut den Schriftsätzen nie eines der Substanzen besessen. The conviction of Fahim Khalid Lodi on 3 terrorism charges has again thrown the controversial anti-terror laws into the spotlight. Yesterday, a jury in the New South Wales Supreme Court found Mr Lodi guilty of plotting a terrorist attack on Australian soil to further the cause of violent jihad. The combination of ASIO's coercive powers, the broad definition of terrorist offences, the extremely harsh conditions of custody in which terrorist suspects are held, and the running commentary of politicians and the media about the arrest, prosecution and detention of terrorist suspects are all combining to create very difficult conditions for the trials of these people.
Die 2005 durchgepeitschte Antiterrorgesetzgebung, welche Lodi daran hinderte, das australische Stromnetz zu zerbomben, hat auch die Tragweite der Verbrechensbekämpfung auf ein neues Maß erweitert, indem sie Terrorismus neu definiert. Aufruhr ist nun eine Form des Terrorismus. Du bist nun ein Terrorist, wenn du feindselige Gefühle oder Feindseligkeit zwischen verschiedenen Gruppen förderst, welche den Frieden, die Ordnung und die gute Regierung des Commonwealth bedrohen. 2005 wurde enthüllt, dass Bürger, die gegen die Regierung aufgestachelt haben, abgehört wurden. Die Zeitung Courier Mail veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel »Australische Regierung hält sich geheime Datenbanken von Leuten, welche die Politik kritisieren«. Die Daten, welche auch vom Nachrichtensender Northern Territory News eingesehen wurden, enthielten hunderte von Namen, Parteizugehörigkeit, Beruf und eine Aufnahme von ihren Kommentaren in Radiosendungen. Zwischen den in der Datenbank aufgeführten Personen befanden sich Catherine Mayer-Ann Shepard, die sich in der Vergangenheit sehr kritisch gegenüber der Regierung geäußert hatte, der Vorsitz der NT-Cattleman-Genossenschaft namens John Armstrong, der als Anhänger der liberalen Partei aufgelistet wurde. Alle wurden als, Zitat, kritisch über die NT-Regierung geführt. Gewöhnliche Leute, die bei der Radiosendung zurückriefen, um sich zu beschweren, wurden ebenso in die Datenbank aufgenommen. Jeder auf der Liste kann nun durch die Antiterrorgesetzgebung strafrechtlich belangt und für 7 Jahre ins Gefängnis gesteckt werden. They go too far. They allow the government to detain somebody who is not even regarded as a suspect, who is not even regarded as having plotted or thought something bad or evil. If you are detained because ASIO think you know something, not because they think you're guilty, not because they think you've planned anything, just because they think you know something, you're not allowed to make a phone call, you're not allowed to ring up a lawyer, you're not allowed, unless they specifically agree, any sort of representation. You're not allowed outside contact. If a journalist finds that this has happened to you, that ASIO have taken you down for interrogation, that journalist is not allowed to report it. If he does report it or attempts to report it, he's subject to charge and 5 years in jail. There is an element of fear in the community. How does the government draw the line between personal liberty and the security of people? If you do believe in the rule of law and in due process, you just believe in it and you believe our system will prevail. We don't adopt the methods, the techniques of tyrants or of terrorists. Are you saying that this law is the equivalent of a law of a tyrannical society? It's the sort of law you would find in tyrannical countries, most certainly. Minister und die australische Bundespolizei haben nun die Macht, Personen im Geheimen für Wochen zu inhaftieren, ohne einen handfesten Vorwurf zu haben, nur weil der Minister meint, es sei nötig. Jeder, einschließlich Familienmitglieder, Rechtsanwälte und Medien, der es publik macht, dass einer inhaftiert wurde, kann für 5 Jahre ins Gefängnis wandern. Nicht mal Eltern dürfen sich gegenseitig informieren. Ordinary people can now be arrested in their homes or off the street, in secret, taken to specially arranged and secret detention facilities, held without charge, and on the full knowledge that they have broken no laws. They can be put through a severe questioning regime for hours, and if the answers given are, in the words of Howard's Attorney General, not appropriate, then they can be charged with serious offences carrying up to 5 years imprisonment. You can be interrogated for hours on end, and the detention can go on for 7 days, and then might be continued for a further 7 days, and then even indefinitely on rolling warrants. All this time, a lawyer may not necessarily be present, and no one, including family, friends and employers, will be aware that the state has you in custody. Children as young as 16 are subject to many of the provisions of this law, and may be strip-searched without parents' attendance, knowledge or authorisation. Mr. Howard originally proposed that these laws should apply to children of any age. Then, when 2 Australian citizens are arrested by other countries, Afghanistan, Pakistan, Egypt and then the United States, and tortured and held for years in subhuman dog cages, subjected to hours, days, months and years of constant questioning, and never charged with any offence, John Howard said, well, that's okay too, because these people are not the sort of people who deserve better. They are Australians, but the Australian government under John Howard will not protest at their treatment because John Howard believes they deserve it.
they're terrorists. How do we know they're terrorists? Just have to take Mr. Howard's word for it. Like the refugees who tried to come to Australia by boat, John Howard said, "We don't want people like that here, people who would throw their children into the water."